Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney. Ich weiß nicht so wirklich, was beim letzten Mal passiert ist, um ganz ehrlich zu sein. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin umgezogen, habe deswegen vor dem Umzug möglichst viele Folgen aufgenommen, damit ich erstmal Pause machen kann, um mich, auf den Umzug zu konzentrieren. Ist immer noch nicht alles so ganz fertig, aber bin jetzt gerade so weit, dass ich mein Setup wieder ungefähr habe und dass ich mal wieder aufnehmen kann und dass ich auch wieder aufnehmen muss, weil ich so lange keine Folgen mehr habe. Ja, aber deswegen ist die letzte Folge für mich eine Weile her. Ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle dafür, dass ich mich so nach und nach erst noch mal an ein paar Sachen wahrscheinlich erinnern muss. Und auch, dass die Soundqualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter ist als sonst, weil ich hier noch einen Hall im Raum habe und irgendwie mehr Möbel brauche oder so. Oh nein, ich weiß es nicht. Ja, das kommt dann alles irgendwann. Wir machen aber weiter. Ich glaube, ich wollte mit ihr reden und ich glaube, wir wollten noch irgendwie sie über ihre Familie ausfragen oder sowas. Genau, das war's. I've realized that I don't know anything about your parents, Gina. I ain't got any, have I? Never did have. Oh. Look, the East End's full of orphans like me. No one wants nothing to do with us. From the minute we're born, not even our moms. But you all stick together. The older ones look after the little ones and make sure they get by. That's why you're a pickpocket. Ja, wohl offensichtlich nicht so wirklich eine andere Wahl gab. Okay, natürlich, man hat immer eine andere Wahl, aber... Oh, okay, never mind. Nah, that was my life. I love it. I get a kick out of it every time I lift some pompous idiot's purse. And that's how we all afford to eat. I'm like rubbing it, ain't I? That's how I see it. Kann man so betrachten. Oh, Gina. I do think about it sometimes. What it'd be like to have parents, I mean. I always thought I'd make everything right. But I haven't listened to what Iris just said. It sounds like having parents ain't always easy either. Ich meine, sie hat ungefähr genauso sehr Eltern wie du, offensichtlich, ja? Ihr Vater ist halt, naja, viel auf Reisen gewesen. Jetzt ist er auch tot, aber er war vor allem vorher auch schon viel auf Reisen. Und, ja, da war einfach so weg. Und vielleicht sind sie auch mittlerweile tot, man weiß es halt nicht, ne? I mean, if you know you never had him, you don't feel like you always wanted to meet him. Aber sie hatte sie ja auch nicht so wirklich offensichtlich, die Eltern, ne? Also sie meinte selbst, dass sie den Vater nicht so wirklich kennt. Also, naja, gut. It's true. I do want to see Daddy. So much. Oh, Iris. Ja. Oh Mann. Ginas Chancen stehen sogar noch besser als deine. So traurig es ist. Gina, what did you mean when you said that you know Mr. Shows is lying to Iris? Well, you reckon he popped that mental script or whatever, right? Come on, that's obviously a lot of rubbish. Oh my, why would you think that, Gina? It's simple. The story was really in old Windyback's storeroom. There's no way someone from halfway around the world, in other words you, could know about it. Naja, das, fragt sich halt, ne? Was ist die Erklärung dahinter? Hatten wir das schon geklärt? Ich weiß es halt nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, wir hatten die Erklärung dafür aber noch nicht bekommen. Das wollte sie uns noch irgendwann verraten. Sorry, Iris, but if you ask me, he sold it. Without telling you. But warum sollte er das tun? Who would never do something like that? Das klingt vollkommen absurd. Ha! Grown-ups do a lot worse than that, believe me. Barefaced lies, a lot of them. You just didn't realize it yet. Habe ich schon mal gesagt, dass sie ein großartiger Persona 5 Charakter wäre? I'm telling you that Mandel script ain't at Windy Banks. You'd soon see if you look at it. Even if you think you can trust him, I don't. That Jones is a liar like the rest of them. Ich meine, er redet viel Blödsinn, aber nicht absichtlich für gewöhnlich. If I'm honest, I've wondered if Hurley's telling me the truth sometimes. See? Oh, but I don't mean that I think he stole it. I mean that I sometimes wonder if he might have hidden my manuscript somewhere. Somewhere I don't know. Even though it's wrong of me to doubt him.
Don't be too hard on yourself, Iris. Oh my goodness, look at the time. Come along, Ginny. We should go back downstairs. Yeah, alright. Please, don't mention any of this to Harley, will you? Vor allem nicht das darüber, dass er lügt, eventuell. Dass du auch manchmal das Gefühl hast, dass er lügen könnte. You must help me make breakfast for you tomorrow morning. I insist. Oh yes, please. I can't wait, Susie. Good night then. Auf Wiedersehen. Iris, sure is easy to forget, isn't it? Sometimes she speaks just like an adult. But deep down, she's still just a child. Well, I think it's time that I turned in for the night too. Naruto-san. Na gut, wir erfahren wohl noch nicht, woher sie von dem Skript wusste. Dr. John H. Wilson, Iris' father, but also the name of the murdered visiting professor at Yuma University. Ich weiß, das Thema hatten wir schon 5-mal. It can't be a mere coincidence. Warte mal, ist das denn ernst? There's something deeper going on. Oder wovon redet er jetzt gerade? Ich bin sehr verwirrt. Wir haben doch schon geklärt, dass das ihr Vater ist, oder du willst nicht behaupten, dass du es immer noch nicht verstanden hast, oder? Ich glaube, wir haben das schon geklärt. Doch. Mr. Naruto. That voice. That's Mr. Sholmes. Achso. Hi. What's going on? It's the middle of the night. It's Mr. Strud. She's gone. Gina? Who's she in? She was supposed to be sleeping in Iris' room. But her bed is empty. Is she tot? Is she tot? Well, she's an independent young woman. She probably decided to go home. No. She's an independent young woman. Schön gesagt. Hätte sie lieber noch independent strong woman sagen sollen. Aber gut. I think not. From speaking to her before she retired, I received the distinct impression that she was looking forward to breakfasting with Miss Susato. No, I don't believe the girl has gone home. But I've been waiting for her over an hour now. Over an hour? Oh. If you'll indulge me. Look out of the window, my dear fellow. Oh, okay, klar. Warum? Ja, hier ist draußen. Und da ist das Licht an. Wait a minute. Why is there a light on at this time of night? Es ist passiert. Es ist endlich passiert. Ich hätte nicht erwartet, also... Okay, wir wissen immer noch nicht, ob sie ermordet wurde, aber... Wenn sie ermordet wurde, dann hätte ich das echt nicht erwartet, dass das Opfer sein würde. Außer natürlich, sie wird die Person, die wir verteidigen müssen. Das kann natürlich auch sein, dass wir sie verteidigen müssen. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Ist der Windy Banks. Oh no. Und Windy Bank ist halt ermordet worden. It's simple. If that story was really an old Windy Bank storeroom, there's no way someone from halfway around the world, in other words you, could know about it. Yeah. Could Gina have gone? Seems you have some knowledge of the situation, Mr. Naruto. Sorry? Oh, no, not really. Well, anyway, we must investigate. Ich frage mich zwar, wie ihr das gesehen habt aus dem Fenster, dass da das Licht an ist. Weil eigentlich ist das Gebäude rechts von uns. Und wir haben einfach nur die Perspektive jetzt so gehabt, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass man das gesehen hat aus dem Fenster, aber lassen wir jetzt einfach so stehen. The Judge of Windy Banks. It's open. And the lamp is burning. Wie spät ist es denn? Ist es schon nach 0 Uhr oder vor 0 Uhr? Das ist eine wichtige Frage. Let's hope it's nothing more sinister. What? Come, there's not a moment to lose. Clearly something is afoot inside. Ja, davon gehe ich aus. There's no one here. Oh yes. There is. Oh. Was? Das sind 2 Leute. Mr. Sholmes! Mr. Sholmes! Ist Sholmes mit Shot? Leave me, Mr. Naruto. But, after them, go! Ich hätte auf diese Leute achten müssen, die habe ich mir jetzt echt nicht gemerkt.
Also, dass wir die gegebenenfalls später nochmal wieder erkennen können. I've lost them. Hello, hello, what have we here? Oh. The alarm was just raised from this pawnbroker, sir. Would you know something about that? Officer, come with me. It's my friend, Mr. Sholmes. He's been shot. Shot? Den kennt ihr doch, oder? With the policeman close behind me, I ran back to Windy Banks. Also wurde er wohl wirklich getroffen, ha? Und ist er noch... Ist er tot? Sag mir nicht, dass er jetzt tot ist. Nicht wirklich, oder? Nein, okay, gut. Ich wollte schon sagen, das wäre absurd. Never mind me, but there's much at stake. Behind that door. In the storeroom. Ja, klar, ich wusste, dass da der Mord geschehen würde, natürlich. Weil da auch eine Kamera extra noch drauf gerichtet ist auf die Tür. Die natürlich auch nochmal relevant wird. Ja. Und sie liegt daneben, aber sie ist nicht tot, oder? Okay, ja, ich dachte nämlich, dass er sterben würde, auch auf jeden Fall. Und sie ist mit drin. Und ist der Raum abgeschlossen gewesen? Ich habe gerade nicht richtig drauf geachtet. Ich glaube, der Raum war abgeschlossen, deswegen hat er durch die Klappe geguckt, ne? Ja. Ein weiterer Lockroom-Mörder. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin sehr bereit dafür. Wo speichere ich überhaupt? Warte, wo war ich gerade? Hier. So. Endlich geht's los. War ja wirklich ein langer Aufbau für dieses Kapitel, aber wir haben auch viele Sachen erfahren trotzdem. Die wahrscheinlich alle trotzdem natürlich logischerweise relevant werden. Gehe ich von aus. Behind that door in the storeroom. Hurry! Ja, ich habe schon gesehen. Ja, sie ist wahrscheinlich bewusstlos da drin oder so. Oh, und sie hat eine Waffe in der Hand. Natürlich hat sie eine Waffe in der Hand. Die sich da bestimmt selbst reingelegt hat. Ja, ja. Everything that followed happened in a whirlwind of activity. The arrival of the police, the preliminary investigation of the scene, and the questioning. It was just before dawn before I was allowed back to my lodgings at 221B. Holy shit. Ja, also ich denke, die offensichtliche Lösung ist natürlich, dass er durch die Klappe erschossen wurde. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich eigentlich, dass es wahrscheinlich so passiert ist. Ja, aber fragt sich natürlich trotzdem, was dann im Raum passiert ist. Warum Gina und er da überhaupt drin waren und warum die Tür von innen versperrt war und warum sie eine Waffe in der Hand hatte. Gibt auf jeden Fall genug Fragen zu klären. Und kann natürlich auch sein, dass ich komplett Blödsinn rede und das, ich meine, ist halt die offensichtlichste Lösung. Vielleicht ist es dann doch eine weniger offensichtliche Lösung hinterher. Wäre natürlich erwünschenswert und so. Na gut. The telegram came, but all it said was, wait at home. Oh yes, we asked one of the policemen to have it sent. It was simply impossible to come back. When I woke up, I was all alone. Holly and Ginny were gone, everyone was gone. Wir waren alle weg. What happened, Bruno? Poor Iris, she's trembling. She's obviously trying very hard not to let herself get too worried. I'll explain everything that I know. Something awful has happened, hasn't it? Yes, I'm afraid so. Na gut, dann fangen wir an. Was ist passiert? I'm sorry to have to tell you this, Iris, but Mr. Windybank is dead. He was shot. We discovered it in the early hours of the morning. Oh, yes, I had a feeling. You did? When I saw all of those police carriages pulling up outside the shop, suddenly something must have happened there. When we entered Windybanks in the small hours, we disturbed a gang of 2 thugs. They ran out into the streets, and I chased after them, but they got away. So it was one of them who shot Mr. Old Windybank, I suppose, yeah. Sehr, sehr wahrscheinlich, ne? I don't know, but that's not what the police believe at the moment.
Oh, why not? They've arrested someone else as their prime suspect, you see? Gina. Jenny? But why? Well, the thing is... No, Jenny wouldn't do something like that. I know. None of us think she did it. Then why have they arrested her? I'm sorry. There was nothing I could do. Ja, machen wir damit erstmal weiter und reden dann über die anderen beiden. I don't understand why they arrested Ginny. It's not fair. What about the two thugs that were at the scene? Why aren't they the prime suspects? Weil sie jemand gesehen hat außer wir. After all, they shot Hurley dead, didn't they? Ich glaube nicht, dass Hurley tot ist. No, I mean, Mr. Schumpf isn't dead, Iris. This is also horrible. Was, dass er nicht tot ist? Mann, ich hatte zumindest gehofft, dass jeder eine Person stirbt, die ich loswerden wollte. The thing is, Mr. Windybank was found on the floor in the storeroom where he keeps all the deposited articles. The storeroom door was locked from the inside. I see. But he wasn't alone there. Gina was found next to him on the floor as well. Oh no. And according to the detectives who investigated afterwards... Don't tell me. There was someone else in the room? Yes, exactly. How do you know? Weil es offensichtlich ist. It's the only explanation. Yes, the only explanation indeed. What do you mean by that, Bruno? Well? Ugh, what can I say? I'm damned if I agree, damned if I don't. So, und wie geht's? Sholmes, er ist ja zum Glück nicht tot. Is he still there investigating the scene? He really ought to have some breakfast. It's not good for him to miss meals. I don't want you to worry, Iris, but I have some news about Mr. Sholmes. He was taken to hospital this morning. What? Well, when we entered Windybanks, a gun was fired and he took a bullet. Finde ich aber auch schön, dass sie gerade schon angesprochen hat, dass er offensichtlich totgeschossen wurde und jetzt nicht mal mehr weiß, dass er verletzt ist. Hurley was shot? Also Gespräche mal wieder nicht sehr gut darauf angepasst, dass ich hier selbst frei wählen kann. An dem Punkt frage ich mich dann, warum darf ich überhaupt Gesprächsoptionen wählen, wenn ihr es nicht mehr hinbekommt, dafür zu sorgen, dass sie Sinn ergeben, egal in welcher Reihenfolge ich sie mal anhöre. Na gut. No. It's alright. His life isn't in danger. Really? Are you sure? Where is he? Which hospital? He's at St. Sinners. They're tending to him there. I must see him at once. I'm sorry, Iris, but you can't. Why not? That's not fair. I'm a family member. I should be allowed. No, I mean, nobody can see him at the moment. He's not allowed any visitors. They're preparing to operate, you see. To operate? Oh, poor Hurley. Er wird schon überleben. Da bin ich mir zu 99% sicher. Those are two thugs who were in Mr. Windybank's shop. They shot Mr. Sholmes when we disturbed them, you see. It was pitch black inside the shop at the time. My mind went totally blank, I'm afraid. It just froze. Ja, ich kann auch nicht wirklich wahrnehmen, wer die beiden sind, vor allem. After them. Wir sehen jetzt auch nicht nochmal. Wir sollen noch nicht nochmal die Chance bekommen, die uns nochmal genauer anzugucken. Ich könnte natürlich jetzt ein Video zurückskippen und das könnt ihr als Zuschauer natürlich auch machen, wenn ihr es euch leicht machen wollt, aber das wäre geschummelt. Sowas mache ich nicht, das ist frech. Macht ihr das am besten auch nicht. Ist doch bestimmt das Spiel kaputt, wenn ihr erkennt, wer die Leute sind. Well, they were long gone. I shouldn't have hesitated. I'm so sorry, it's my fault. I let them get away. I think that's a very good thing. Sorry? But if you'd seen which way they went and chased after them, dann hätte ich auch verletzt werden können, huh? You might have been shot as well, Bruno. On top of everything else, I couldn't bear that. Oh, Iris. Ja, aber stimmt wohl. So, was sag ich mit Susato? Sie mit dem Krankenhaus oder so? She's still at the police station, ach so, oder so. Oh, why? I expect she's still being questioned. The police said they wouldn't be finished for a while. Why aren't you there then?
Well, I didn't get a good look at the criminals anyway, so they weren't questioning me for long. My sister stayed behind at the scene to attend to Mr. Sherm, so they didn't get started until later. Ah, I see. Besides, one of us had to come back to be with Iris. Grand Inspector Gregson agreed to me leaving early. He should have let me know and I would have come to the station. Ach nein, du bist schon so fertig genug mit den Nerven, würde ich sagen. I'm afraid I need to go out again now, Iris. There's not much I can do at the moment. But I can at least try to find out how Mr. Sherms and Gina are getting on. I want to go too. Take me with you, Bruno. Hey, wir brauchen eine Assistentin, wenn Susato schon nicht dabei ist. I can't stand just sitting around here waiting. I'm not sure how I feel about taking a 10-year-old child to the scene of a murder. Ach, ich meine, kann man schon machen. I don't want to leave her all alone here either. Alright then, Iris. Ich meine, wir haben schon mal eine Iris zu einem Mordschauplatz mitgenommen in einem anderen Spiel. Ja, die war... Wie alt war die? Ich war 18, okay. Ist ein bisschen älter als 10. Im Kopf war sie aber 10. Im Kopf war sie 10. Es geht um Either Sommerfalls, gutes Spiel übrigens. Oh yes, I'd love to. Just at the prison, Mr. Sherms is probably in his hospital bed. Das hier hatten wir gerade. And don't forget we have to visit the crime scene. We need to conduct a thorough investigation. I can see you're ready for action. Imagine Iris would appreciate going to the hospital sooner rather than later. Ja, aber an sich ist es wahrscheinlich relativ egal, welche Reihenfolge ich das alles abklappe, oder? Aber wenn du so ansprichst... Ja, ich habe da auch die Ausrufezeichen hier oben, ne? Dann fangen wir einfach mal mit dem Krankenhaus an. Wenn du gerade auch gesagt hast, nein, 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 er kann keinen Besuch empfangen von niemandem. Aber jetzt sind 3 Minuten vergangen, jetzt kann er einen Besuch empfangen. Wir können losgehen. Holly! Oh! Da ist doch niemand. He's not here. No, that's strange. Miss Stephanie said he was in the bed by the window, didn't she? Ist er abgehauen? Klemmt er irgendwo an der Wand? I know what's probably happened. I know he was being a big baby, and the bullet wound wasn't that bad after all, so he's been sent home. I'm not so sure about that. There's no question that it was a fairly serious injury that Mr. Sherm suffered. Oh. Nehmen wir doch nicht gleich die ganze Hoffnung. Hello, hello, what have we here? Was machst du schon wieder hier? This water's off limits, no visiting. So what are you doing here, eh? Well, I'll have you know, we're Holly's next of kin. Oh! Well, begging your pardon then, ma'am. Sir? Little lady and a curious Eastern gentleman. The great mystery solver is a mysterious family, eh? If that's how you see us, sure. Where's the constable? Where's Hurley? I believe he is currently in the operating theater, ma'am. They got an extensive operation. Das hab ich doch gerade gesagt. Das hatten wir auch besprochen, dass er gerade keinen Besuch haben kann. Jetzt sind wir hier und wir sind überrascht, dass er nicht hier ist. Ist das dein Ernst? Extensive. It has been several hours since we went in. Oh dear, is he going to be alright? Well, it doesn't appear to be working, you see. Was? The anesthetic, that is... Oh. I've heard a report the gentleman claims he may have had a little too much to drink last night. Coffee, that is. Oh shit. Anyway, I think it would be fair to assume that he won't be back here for several hours yet. I see, thank you, Constable. Perhaps you should leave and come back later. Oh, poor Harley. Na gut, dann... Was steht denn da überhaupt? Kann ich mir das noch angucken? Nö, tatsächlich kann ich das nicht lesen. Verrückt. Hier auch nichts. Okay, ist also nichts Spannendes erstmal. Dann gehen wir mal ins Gefängnis. Irgendwas weiß sie ja bestimmt auch, was wir noch nicht wissen. Hallo, Gina. Warum hast du die Waffe überhaupt immer noch im Gefängnis? Das wüsste ich gerne. Oh, you still have the grenade launcher Hurley and I made?
I wish you wouldn't point it at me all the time, though. What are you here for? Ginny, I'm feeling it's because of us that you've ended up in trouble. So we're thinking that we might be able to help you. Well, you can't. Sorry. Ich bin Anwalt. Ich kann dir sehr wohl helfen. Yurt, get lost. Don't be like that, Ginny. I know you didn't do it. You never shoot someone. I just know you wouldn't. Außer mit Rauchgranaten halt. You think you know me? Pull the other one. Oh. You ain't got the first idea about the likes of me. I'm a thief. I pinch people's purses when they're walking down the street. That's how I get by. And if I saw me chance, I'd sneak into a pawn shop any day of the week. Just to see what I could lay me hands on. Get it? That's the kind of person I am. But Ginny... I've been caught tomorrow, they said. Some cop came from before and said he'd be a lawyer for me or the like. So it's my right or something. Was? Ich bin ein Anwalt. I told him to get stuffed. I don't need a lawyer. I don't need no one. Nicht mal mich. She couldn't be staring at me anymore, obviously, if she tried. Why are you being like this, Jenny? Anwalt kann dir helfen. Ich kann dir helfen, vielleicht. Legal Representative... Warum kann ich nicht mehr lesen? Ich habe viel verlernt in den Wochen, in denen ich nicht aufgenommen habe. Legal Representation. I don't understand, Gina. Why did you send the public defender away? You wanted me to sign some papers? Representation papers and stuff like that. It's all gonna be rigged anyway, the whole trial. They're pinning it on me because I'm a kid. That's what grown-ups always do. Weiß nicht, ob ich dem so zustimme. Why do you think that? Because that's how it's always been for me, growing up in the back slums. Me, whole life. If you do what the grown-ups tell you, you'll get your mates dragged off by the coppers or worse. What happened to me before and all. I sold out and nearly snaffled on the back of it. You can't trust no one, that's the point. As soon as you do, you're going to grass. That. Gina, listen. If you like, in tomorrow's trial, I could forget it. Ginny, don't you trust Runo? No, I don't. Warum? Weil ich erwachsen bin? Bin ich erwachsen? Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Vergessen. Aber ich bin bestimmt erwachsen, sonst könnte ich ja wohl kein Anwalt sein. Look at us here nicely now. Just leave me alone. Puh. Also, erzähl uns wenigstens, was passiert ist, wenn du schon keine Hilfe willst. Denn wir wollen Hilfe. Für uns. Um den Fall zu lösen. Ohne dich. Mit deiner Hilfe. Was rede ich? Last night at the pawnbroker's. I figured it'd pay me, so I broke into the place and started going through the storeroom. But the bloke walked in on me and you know the rest. But why, Ginny? Why would you do that? Ain't it obvious? The place is full of stuff I could sell for a shilling or two. Daffin ain't easy, you know. There's a lot of work, and half the time you don't even get nothing. Is that really why you broke into the place? Ich glaube immer noch, dass sie die Music Disc haben will. Die scheint aber wirklich irgendwie wichtig zu sein aus irgendeinem Grund. You sure the true reason wasn't something else? Oder, das war das Skript. Okay, das ist der Grund, warum wir es vermutet haben. Oh, give it a rest. What would be the point anyway, eh? Nothing I could say would make a blind bit of a difference. Please tell us, Ginny. We'll believe you, whatever it is. Believe me. Don't be daft. You can't believe nothing. Everyone lies all the time. And you know what? When it comes to liars, I'm the biggest of the lot. I've told some unforgivable lies, I have. What do you mean by that? Unforgivable lies? Unforgivable lies. Fragen wir doch einfach mal direkt nach. What did you mean before, Gina, when you said you were the biggest liar of the lot? Why don't you tell us what these unforgivable lies you've told are? Maybe we can help. Sorry. We're out of time. They're gonna want to question me now. Pfft. Ginny, please. Oh yeah. I want to give you this. Something to remember me by.
Ist das ein Foto von der Katze? Warum sollten wir dich deswegen... was? Okay. Bei dem Schneemann. Den Schneemann haben wir auch schon gesehen. A photographic print of a really adorable cat. I found it in one of the pockets of this coat. Ain't no point me having it. I wonder what a little photograph like that was doing in a pocket of that overcoat. Das könnte ein interessanter Hinweis sein. Vielleicht. Können wir das angucken? Nö, noch nicht. Oh, Jenny. So, jetzt aber. Examen. Rückseite gucken. Genau wie ich es vorhatte. Achso, da steht nur. Da stehen die ganzen Details zum Verleih, ne? Look at the back of this print here. There's something written on it. 13th February, 9 p.m. Article deposited, one small box. Oh, one small box. Das ist was anderes. Loan amount paid, 10 shillings. Redemption deadline, 13th of April, 9 p.m. Welchen Tag haben wir heute? Hab ich aufgepasst, was das Datum angeht, beziehungsweise ich hab's mittlerweile auf jeden Fall wieder vergessen. 13th February, that could be significant. It's just 2 days before the murder on the omnibus, wasn't it? Das ist also über 2 Monate her, oder? Ja, das ist halt über 2 Monate her auf jeden Fall, weil das war ja vor 2 Monaten, also die Gerichtsverhandlung war vor 2 Monaten. Gestern. Vor 2 Monaten. Ja. A small box that doesn't tell us much about it, does it? You know, if Mr. McGill still had the ticket then, presumably he never redeemed the article. So do you think the box might still be present somewhere in the shop? Man könnte sie jetzt vielleicht kaufen, wenn er nicht tot wäre. Aber sie sollte zum Kauf ausgestellt sein eigentlich, ne? Mittlerweile. Ah, yes! With something McGill deposited, we need to investigate. Gut, sehr schön. Das ist schon wesentlich hilfreicher als das Foto von der Katze, aber das gucken wir uns gerne auch noch an. I always thought that cats like to curl up inside under a heated kotatsu blanket when it snowed. Maybe British cats are different. Vielleicht sind sie das. Mal sehen, ob die Katze auch noch relevant wird, aber wahrscheinlich eher weniger. Na gut, ich soll erstmal gehen, ha? Da kann ich dir noch irgendwas präsentieren, zum Beispiel das hier. Nota. Oh, weren't ya? Well, when someone says I can't have stuff, it makes me want it, see? So you better hand it over now. No, I'm not giving it to you. Frech. Na gut, hat nicht weitergeholfen. Aber dann würde ich sagen, wir haben kein Ausrufezeichen mehr, dann können wir jetzt auch gerne mal am Tatort vorbeischauen, wenn wir reingelassen werden zumindest. So, 16. April. Okay, haben wir das nämlich jetzt mal, das Datum. Wäre vielleicht relevant. Und es wurde auch schon umgeblättert zum 16. April. Das heißt, er war nach 0 Uhr noch hier. Das ist die erste wichtige Information, die ich direkt mitnehme. This is where it happened then. Last night? That's right. The 2 thugs I told you about were obviously ransacking the place looking for valuables. But apart from the policeman in here, you wouldn't know anything had happened. There's no sign of disturbance. Naja, also, naja. No, you're right about that, actually. In fact, if anyone, it's the police who seem to be the ones doing the ransacking. I know what you mean. They're like a gang of organized criminals, all dressed in black. Ja, das ist die Polizei, das hast du gut zusammengefasst. Oh, I heard that. Hi. Gregson. Good morning. Mr. Booth. I want to thank you for your vigilance last night. Look at the theme before it was disturbed at least. Ist da hinten Blut an der Wand? Warum ist da hinten Blut an der Wand? Das ist einfach nur irgendwas anderes Rotes. Keine Ahnung. Der Kanal sieht ziemlich beschädigt aus, auf jeden Fall. She won't let the 2 rogues get away, mind. Yes, I'm sorry about that. I thought you'd assign extra men to the beat around here, Grexy. Now look what's happened. Harley's been injured because there weren't enough police on duty. Ah. Your ladyship.
Ach ja, du bist ja ein großer Fan oder so von ihr. Keine Ahnung, was genau. No one told me you were coming. I expect you to take full responsibility for what happened to Harley and see he has the very best medical care. Of course, your ladyship. The very best doctors in the capital are tending to him as we speak. Also ein schöner Kontrast dazu, dass er Harley halt so sehr hasst. Und sie halt nicht. I don't think it's Runa's fault that the rogues managed to get away, is it? She's a criminal, it's the police's job. Vor allem, weil du dich ja immer über die Bücher, die sie schreibt, aufregst, ne? Naja. Absolutely, your ladyship. As you say, ma'am, as you say. The Lieutenant Black is solely blameless. Everyone's in agreement about that. To believe it? It's like a completely different person with Iris. Talk about a personality change. Sogar in Rot markiert, ja. Es ist also relevant, dass es zwei verschiedene Persönlichkeiten hat. Ja, hat er eine gespaltene Persönlichkeit, ist es das? Er ist der Mörder. Beide Mörder. Die beiden, die hier rausgerannt sind, waren beide er. Oh yeah, me manners. Are you thirsty, your ladyship? Perhaps you'd like some juice? Some nice refreshing fruit juice? Oh, why? Are you thirsty, Grexy? Could I get fruit juice? I have some of my special herbal tea with me. If you like some. Das haben wir auch extra eingeblendet bekommen, den Tee. Der könnte also auch noch relevant werden. Ja, ich nehme das alles sehr auseinander heute. Ah, lovely. To very much. That really hit the spot, your ladyship. I don't even recognize him like this. Ich will halt den Fall lösen gerne, wenn es geht. Ich möchte mich erstmal umgucken, dann rede ich mit dir, oder? Hast du noch vorher was Interessantes zu sagen? Ja, okay, dann fragen wir ihn erst. So, how's the investigation going, Inspector? Nothing to it, really. Very simple case, this. There's some very definitive evidence. We're just about to charge the diver we arrested last night, in fact. Gina, you're going to charge her? That's right. Should be able to bring her before the judge at the Bailey tomorrow. Morgen also, na gut. Noch genug Zeit zum Ermitteln erstmal. Definitive evidence, you say? What is it? Come on, show me. Ladyship, as much as I wish I could oblige you, I'm afraid. I see. You've already captured the pair of thugs who broke in here last night, have you? What the? And you're going to put them on the stand as witnesses, are you? Bitte was? Okay, das ist interessant. Dann hätte ich die Silhouetten ja wirklich gar nicht erkennen müssen. How could you? How could you possibly know that? I had a feeling, that's all. Remind me never to try to keep a secret from Iris. So you've arrested the two men who shot Mr. Sholmes, have you? Well, yes, they were rounded up pretty quickly by the lads on the beat. And Mrs. Strahd is being held at the prison. She should be. Ich weiß, waren wir gerade tatsächlich. That's assuming she hasn't lived the key from the jailer, of course. Was ich ihr zutrauen würde. Wenn sie wirklich wollte. Tell us anything about Mr. Sholmes? What's his condition? Sorry, I'm not at liberty to divulge that information. Scotland Yard matters are strictly confidential. Well, I know he's been being operated on at St. Sinners. Why can't I see him? I'm family, you know. I'm terribly sorry, your ladyship. It's Oswald's policy. No visiting at all. Oh. Ich meine, während der Operation offensichtlich nicht. Duh. The bullet must have hit an artery in his midriff. He's lost a fair bit of blood. Oh no. He didn't seem too bad in the first hour or so. But a hemorrhage like that is enough to make even the one and only Sholmes pipe down. Mr. Sholmes is a human like the rest of us, you know. But anyway, he's having emergency surgery right now. They've got to stop the bleeding. But you'll be alright, won't he? They'll be able to make him better? Oh, of course, your ladyship. He'll be as right as rain before you know it. Really? How do you know? How do I know? Well, because, of course, yes, because Mr. Sholmes is such a great detective, that's why. We'd better pray the doctors have a better grasp of what's needed to make someone well again. Warum ist das so? Oh dear, please don't die, Hurley. I report to your ladyship the moment I hear he's out of the operating theater.
Vielen Dank, Gregson, vielen Dank. Her ladyship. I couldn't help noticing, Inspector. What? Out of it, sunshine? Well, there seems to be a marked difference between the way you talk to me and Iris. What's this sauce, Sonny? I'm a copper and we don't go in for favoritism. Nee, ganz sicher nicht. But he's right, you do treat us differently. It's because of those Adventures of Sherlock Holmes stories, that's why. Oh. I grow up in them, don't I? Inspector Tobias Gregson. Oh, well, yes, because you're an acquaintance of Hurley's. What do you write about the Inspector Iris? I don't remember really. It was one of Sholmes' lines. Gregson's the smartest of the Scotland Yarders, is how he put it. Oh, did I write that? And you know what that one line did for me, eh? The very next month my pay doubled. Doubled, I tell you. Oh, ja, hat ja doch Vorteile, ne? Das Ganze. Oh, that's amazing. Well, because everyone at the yard reads them. They read all the Sherlock Holmes stories. They even set up a fan club for me. Of course, that explains everything. Around that time that you became such a toady for me. Can you blame me? All it takes is one bad word from you and Sholmes could change his tune about me. Gregson, no, the great detective will say. He's getting quite overrated these days. Think what would happen to my salary if that came out in print, eh? It's wirklich gefährlich, das Ganze, ne? The whole thing gives me the willies. I can tell you how many nights of sleep I've lost worrying about it. That would never happen, Grexy. Every month when the new Rants magazine comes out, my hands are trembling as I turn the pages. Ja, jetzt verstehe ich ihn doch ein ganzes Stückchen besser auf jeden Fall. Oh, awful for you. Here, have some of my tea to settle your nerves. Schön. Ah, lovely. They're very much. That really is a spot, your ladyship. Teetotal. Oh, yeah. That's something I was supposed to talk to you about actually, Mr. Naroda. Yes, what is it? I've got an important message for you. I clearly forgot about it until now. Important message. I wonder what it could be. Müssen wir doch wohl einzeln auswählen, nicht wahr? Als Dialogoption. Dann tun wir das doch mal. You gonna tell me what this important message is then, Inspector? Yeah, it's about that young lady who's normally by your side, your assistant. Dear Susie, is she alright? She's at the station, isn't she? Being questioned, I believe? Nope, not anymore. She had to head off. Head off? Where? Lord Strongheart's office, of course. He summoned her. Lord Strongheart's office? Okay. Ah, yes, of course. I'd forgotten about that. One of the whipstocks took her there in a yard carriage after we finished questioning her. But she has us tell you she didn't have the fare for the return journey and to go and meet her there. She's got a nerve, using Scotland Yard as a bloom messaging service. I see, well, thank you for passing that on, Inspector. Did Susie have to go to see the Lord Chief Justice? Ich bin mir auch nicht sicher. She didn't tell me. Ach doch, genau, sie hatte irgendwas geplant schon vor, aber wir wussten es noch nicht. Ja. Das hat, glaube ich, was mit der Nachricht, die sie geschickt bekommen hat, zu tun, von der wir auch noch nicht mehr wissen. Glaube ich, hoffe ich. Oh Gott, meine Erinnerung, ne? Es ist schon schwierig alles. Es ist schon schwierig. Und auch wirklich viele Details halt in den letzten paar Folgen. So, dann schauen wir uns mal um. Hier gibt es ja einiges nochmal. Alright then, let's see what we can uncover. Oh, what do you think you're doing, Sunshine? You can't touch anything in here, aber wir können uns angucken aus der Entfernung vielleicht. Oh, but we were hoping to investigate. This is a crime scene for Pete's sake, no touching. What's the problem, Grexy? You're a lawyer, you know that. Oh, I'm ever so sorry, your ladyship, ever so sorry. The rules and regulations are a thorn in my side. Cause if Mr. Naroda was to have been properly appointed by the accused, that'd be another matter. The accused, ja. Wenn Gina das mal machen würde, ne? If you could show me some representation papers, I'd be only too happy to let you nose around. Did you hear that, Runa? You need to sign some representation papers. Looks like presenting the detective here with a... Ja, okay, klar.
Schade, also können wir uns sonst noch nichts angucken hier, ne? Kann ich mit euch reden wenigstens im Voraus? This officer has been staring intently at the wall since before we came in here. Give it down! Oh, sorry. There's a major clue just here. Really? Then we must tell Grexy at once. But as soon as I report it, that'll be it. I'll be stuck here even longer. Stuck here? What do you mean? I've been home in 2 days already. Another constable to relieve me and take over my shift. They really have a tough time, the British police. Ja, das Thema hatten wir schon im letzten Fall. Ganz ausführlich. I suppose not, ja, aber wir können leider nicht weiter gerade uns irgendwas angucken. Aber ich kann auch mit dir reden. Instructions of the yard are to examine every article in the shop and every ledger and book of accounts. Every article? But that's a ridiculous amount of work, surely? We've been hard at it ever since the shop was declared as a crime scene in the early hours. We're sifting through it in all in shifts at least, but still. We're working through the nights, that's for sure. And even then we barely have scratched the surface. Crime and pawnbrokers. Must be every policeman's worst nightmare. It's every copper's worst nightmare, you know? A crime and a pawnbrokers. Ja, das habe ich mir gedacht. Tatsächlich. Ganz zufällig habe ich mir das gedacht. Und, okay, mit dir kann ich nicht mehr reden. Ja, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein an dieser Stelle? Vielleicht? Oder gehen wir noch bei Gina vorbei? Nein, wir gehen beim nächsten Mal zu Gina und fragen sie, ob sie uns vielleicht doch das unterschreiben will und ob wir nicht vielleicht doch ihr Anwalt sein könnten. Das wäre ganz nett und so. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir haben jetzt endlich den Mord erlebt. Hat ja lang genug gedauert, wirklich in diesem Kapitel. Aber es wurde wirklich auch einiges aufgebaut. Dementsprechend könnte dieser Folge ganz schön kompliziert werden. Vielleicht. Hoffentlich. Wäre natürlich wünschenswert. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Ciao.